My bills are all due and my babies need shoes, but I'm busted. Cotton is down to a quarter a pound and I'm busted. Ein Ausschnitt aus dem heutigen Song Busted, was etwa so viel heißt wie Ich bin pleite. Das war Johnny Cash an Mitte der 50er auf jeden Fall. Nach mehreren erfolglosen Jobs landet er schließlich bei der US-Armee, bei der Luftwaffe, wird in Deutschland stationiert. Und diese Zeit bis zu seiner Rückkehr im Juli 1954 ist Thema meiner heutigen Story Autoblech Margarine Air Force. Wie immer kannst du mit den Kapitelmarkierungen hier unten direkt zum Song springen. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Willkommen zu Memories of Johnny. Ich bin Thomas und gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Der Boden in Dyess ist ausgelaugt und bringt kaum noch nennenswerte Erträge an Baumwolle oder Gemüse. 1950, im Alter von 18 Jahren, begibt John sich auf Arbeitssuche. Er fängt zunächst in Michigan in einer Automobilfabrik an, genauer bei Fisher im Ort Pontiac, steht er an einer Maschine und stanzt Blechteile. Für den Landjungen muss es ein Graus gewesen sein und er hält auch das Fabrikarbeiterleben keine 3 Wochen durch. Kündigt, bekommt einen Lohn von $150 und geht weiter auf Suche. Nächste Station ist eine Margarinefabrik. Dort hatte sein Vater vor Jahren schon mal eine Stelle als Hilfsarbeiter. Laut seiner Autobiografie von 97 war das für ihn aber noch schlimmer. Er sollte zuerst Beton gießen, Tanks reinigen und die Arbeit war sehr anstrengend, es war sehr heiß und sehr schlecht bezahlt. Ich persönlich glaube, dass er in diesen kurzen Arbeitsphasen trotzdem auch sehr viele Erfahrungen gemacht hat, die ihm geholfen haben, das in Songs und auch für seine Konzeptalben als Thema über die Working Man, die unterprivilegierte, verarmte Arbeiterschicht, zu verarbeiten. Zum Beispiel Men in Black. Wieder auf Arbeitssuche hört er, dass die US-Armee Soldaten sucht, weil die Koreakrise zu eskalieren droht. Mit der Aussicht auf festen Lohn und saubere Kleidung meldet er sich freiwillig im Juli 1950 und verpflichtet sich für 4 Jahre. Die Grundausbildung findet im ersten Jahr noch in den Staaten statt. Dort wird auch seine Qualifikation als Funker entdeckt. Diese Fähigkeit wurde zu der Zeit entweder in Alaska oder im Nachkriegsdeutschland benötigt. Er wurde gefragt und hat sich für Deutschland entschieden. Er war dann die kommenden 3 Jahre in Bayern stationiert, bei der US-Luftwaffe in Landsberg am Lech. In seiner Autobiografie von 1997 schreibt er, ich lese mal ab: Ich lernte zu fluchen, nach Frauen Ausschau zu halten, zu trinken und mich zu prügeln. Anfangs wollte er das gar nicht mitmachen, dieses Soldatenleben, konnte sich dann aber später nicht mehr so ganz entziehen. Vor allem, als er mit weiteren Kameraden eine Band gegründet hatte und sie nannten sich die Landsberg Barbarians, also die Landsberger Barbaren. Bei so manchen Auftritten kam es wahrscheinlich alkoholbedingt zu Raufereien, entweder mit Deutschen oder untereinander. Wie auch immer, Musik lässt ihn nicht los. Er leistet sich seine erste Gitarre für $5, das waren etwa 20 Mark, und trainiert seine Gesangsstimme, die Gabe Gottes, wie seine Mutter es nannte. Im Dienst wurden seine Fähigkeiten als Funker beim Abhören von russischen Morse-Nachrichten schon bald legendär. Er war der Einzige, der es noch verstehen konnte, wenn die Botschaften in einer irrsinnig hohen Geschwindigkeit gesendet wurden, nämlich bis zu 35 Wörter pro Minute. Und ich meine mal gelesen zu haben, es soll angeblich keine Handvoll Menschen weltweit gegeben haben, die das auch hätten fertig bringen können. Die Armee hatte ihm daher angeboten, seine Dienstzeit zu verlängern und ihn mit Beförderung gelockt. Er wollte es nicht aus mehreren Gründen. Erstens hatte man ihm in den gesamten 3 Jahren, ihm als Geheimnisträger, nicht einmal einen Heimflug genehmigt. Zweitens durfte er in der gesamten Zeit auch nur insgesamt 3 Mal nach Hause telefonieren.
Schließlich sollte er drittens aus der Band austreten und mit der Musik aufhören. Außerdem hat er kurz vor seinem Einsatz in Deutschland ein Mädchen in den Staaten kennengelernt, das er heiraten wollte. Sie hieß Vivian Liberto, dazu aber mehr in meiner nächsten Story. Er bat um seine Entlassung und kehrte im Juli 1954 nach Hause zurück. Was brachte er mit? Nun einmal körperlich eine leicht schiefe Nase, durch eine Rauferei verursacht. Und dann kennst du wahrscheinlich diese dreieckige Narbe hier unten am Kinn. Das war verursacht durch einen besoffenen Arzt, der sollte ihm eine Zyste entfernen und hat es verpfuscht. Die musikalische Ausbeute, die er mitgebracht hat, war deutlich spektakulärer noch. Da war zunächst der Folsom Prison Blues, den er in Deutschland geschrieben hatte, und Hey Porter als Gedicht in einer Soldatenzeitung, den Song Wide Open Road und noch einiges mehr. Folsom Prison Blues und Hey Porter, dazu habe ich in anderen Stories und Videos schon mal erzählt. Schau sie dir gern nochmal an. Der Song Wide Open Road wird der nächste in meiner nächsten Folge werden. Jetzt erstmal zum Song Busted. Ich habe ihn gewählt, weil er zum Ende der Baumwolle passt, aber auch zu Cashs finanzieller Situation. Cash hat ihn 1962 für Columbia aufgenommen. Er wurde als Single veröffentlicht und auch auf seinem Konzeptalbum Blood, Sweat and Tears, also Blut, Schweiß und Tränen. Er selbst hatte mit dem Song keinen nennenswerten Erfolg. Trotzdem finde ich ihn sehr hörenswert und passend. Geschrieben hat ihn Harlan Howard und so klingt er. My bills are all due and the babies need shoes, so I'm busted. Cotton is down to $0.25 a pound and I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that get bigger each day. The county will haul my belongings away. I'm busted. I went to my brother to ask for a loan. I was busted. I hate to beg like a dog for a bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking of calling on you. I'm busted. Lord, I'm no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned last summer is gone. I'm busted. The fields are all bare and the cotton won't grow. Me and my family gotta pack up and go. Where I'll make a living, the Lord only knows, but I'm busted. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Da geht es in der Story um Johns Heimkehr, seine erste große Liebe, einen neuen Job und als Song Wide Open Road. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.